Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Datenstrukturen und den entsprechenden Menüpunkt hier in der Central Connect UI. Also, klicken wir mal drauf auf Datenstrukturen und dann bekommen wir, wie bei den meisten dieser Menüpunkte, erstmal eine Übersicht der Datenstrukturen angezeigt. So sieht das Ganze aus. Die Icons, die ihr hier im Aktionsmenü habt, sind im Grunde die altbekannten. Das heißt, der Pinsel führt wieder zum Datenstrukturen-Editor. Das schauen wir uns gleich an. Der Bleistift führt wieder zur Konfiguration. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, eine Datenstruktur zu exportieren. Und ich habe auch entsprechend noch eine Versionierung. Das schauen wir uns im Detail alles an. Und was ihr auch habt als Möglichkeit ist, hier diese Liste wieder als CSV zu exportieren und natürlich zu suchen und zu filtern. Also das heißt, Suche, Filter, CSV-Export und so weiter, genau die gleiche Funktion wie in allen anderen Tabellenansichten in Connect. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Funktionen anschauen, kurz zur Frage, was ist denn überhaupt eine Datenstruktur? Grundsätzlich ist es so, dass Central Connect ja dafür gemacht ist, logischerweise, um Daten zu verarbeiten. Und immer wenn ich das tue, also wenn ich Daten in Connect in irgendeiner Form manipulieren, transformieren möchte, wenn ich Daten mappen möchte, etc., passiert das immer auf Basis der zugrunde liegenden Datenstruktur. Das heißt, die Datenstruktur ist im Endeffekt die Syntax, in der ein Datensatz vorliegt, also zum Beispiel die Benennung und Reihenfolge und so weiter der einzelnen Felder, der Feldtyp und alles, was entsprechend dranhängt, aber nicht der Inhalt des jeweiligen Datensatzes. Ja? Sprich, wenn ich das Ganze mal mit einer CSV-Datei vergleiche, dann sind die Spalten, ja, die Benennung der Spalten und vielleicht auch ein zugehöriger Feldtyp etc., das wäre die Datenstruktur, während der Inhalt der jeweiligen Zeile eben die eigentlichen Daten sind, die dann in Central Connect verarbeitet werden. Und das Ganze können wir uns auch mal anschauen, wie das aussieht, zum Beispiel anhand der Produktdatenstruktur. Dafür haben wir hier die Datenstruktur Connect Product. Und wie gesagt, über den Pinsel kann ich diese Datenstruktur jetzt in der Editor-Ansicht öffnen. Und wie alle Oberflächen in Connect ist auch diese Datenstrukturansicht eine No-Code-Oberfläche. Das heißt, ich kann die Datenstruktur hier sehr einfach, zum Beispiel per Drag and Drop, verändern. Und wie ihr seht, ist diese Datenstruktur relativ lang. Ich kann die Datenstruktur mit einem Klick einklappen. Auch hier hat man wieder, ähnlich wie zum Beispiel bei der Workflow-Übersicht, die Möglichkeit, die Daten zu gruppieren, hierarchisch zu verschachteln. Und ich kann per Klick alles einklappen oder auch alles ausklappen. Genau. Wichtig jetzt ganz kurz mal, um einen Überblick über die Datenstrukturen zu bekommen. Das erste, was eine Datenstruktur immer braucht, ist ein eindeutiger Schlüssel. Hier gekennzeichnet durch diesen kleinen gelben Primärschlüssel. Den gibt es also logischerweise einmal. Also ein Datenfeld ist immer der Primärschlüssel und es muss immer ein disjunktes Feld sein, also ein Feld, das klar den einen Datensatz identifizierbar macht. Und dann seht ihr, dass es innerhalb dieser Datasets, dieser Datengruppen, verschiedene Felder gibt und die Felder können verschiedene Typen haben. Ja, String, Datetime und so weiter, Boolean etc. Und diese Datenfelder hier zusammen bilden also die Datenstruktur. Ja, und ihr seht hier hinter jetzt noch ein Set an Icons. Beispielsweise darf das Feld 0 sein, also darf das Feld leer sein oder nicht, muss das Feld einzigartig sein, wird das Feld genutzt, um zu indexieren und so weiter. Und ich kann jetzt innerhalb dieses Datenstruktureditors verschiedene Dinge tun. Ich kann zum einen die Datenfelder umsortieren, ja, sowohl in der Reihenfolge verändern, als auch zum Beispiel ein Feld einer anderen Gruppe zuordnen. Ich kann natürlich die Benennung der Felder entsprechend ändern. Ja, in diesem Beispiel hier im Central-Projekt, ihr kennt das schon, das ist ein geerbtes Standardprojekt, habe ich keine Schreibrechte. In meinem Default-Projekt hätte ich Schreibrechte und könnte das entsprechend auch ändern. Und ihr könnt entsprechend hier aus dem seitlichen Menü neue Felder oder neue Strukturfelder, also Ordnungselemente, entsprechend hier in eure Datenstruktur hineinziehen. Vielleicht einmal ganz kurz ein Blick noch auf die Strukturfelder. Wir haben hier Fieldsets und Collections. Ein Fieldset ist einfach eine Gruppierung von Datenfeldern und eine Collection ist immer ein Array, das heißt also ein Datenset, das mehr als einmal im Datensatz entsprechend vorkommen kann.
Und die Datenfelder, das ist selbsterklärend, sind eben die Datenfelder unterschiedlichen Typs. Hier habe ich beispielsweise auch wieder ein Array, dann habe ich ja auch ein dynamisches Datenfeld, das sich regelbasiert aus anderen Werten zum Beispiel zusammensetzen kann, JSON-Text und so weiter. Das seht ihr entsprechend, was hier zur Verfügung steht. Gut, und das Wesentliche ist jetzt das, dass alle Daten, die ihr innerhalb von Central Connect verarbeiten wollt, immer mit einer Datenstruktur repräsentiert werden müssen. Ja, das heißt also, wenn ihr später ein Dataset einrichten wollt, basiert dieses Dataset immer auf einer Datenstruktur. Wenn ihr Daten in einem Text-Template ausgeben wollt, um zum Beispiel eine CSV-Datei zu exportieren, ist die Basis immer eine Datenstruktur. Wenn ihr ein Mapping anlegt, dann geht dieses Mapping immer von Datenstruktur zu Datenstruktur. Das heißt, die Datenstruktur ist wirklich der Kern und in diese Datenstruktur kann man auch hineinspeichern. Man kann die Daten also in die Datenstruktur ablegen und dann kann man über den Data Explorer auch die Daten in dieser Datenstruktur anschauen. Das ist also gleichzeitig eben auch die Struktur der dahinterliegenden Datenbank. Genau. Ja, das ist eigentlich schon zum Thema Datenstrukturen. Wie gesagt, hier könnt ihr selber keine neue Datenstruktur anlegen, solange ihr in einem Standardfeld oder in einem Standardprojekt seid. Wenn ihr in das Default-Projekt wechselt, auch das kennt ihr schon, könnt ihr eine neue Datenstruktur anlegen und ihr könnt auch wieder Datenstrukturen aus anderen Projekten importieren. Auch diese Logik, ihr kennt das schon von den Workflows, zieht sich entsprechend durch. Also im Default-Projekt Schreibrechte, ihr könnt importieren, ihr könnt neue Elemente anlegen. In den geerbten Standardprojekten könnt ihr das nicht, aber ihr könnt entsprechend überall reinschauen. Wenn ihr Fragen habt zu den Datenstrukturen, meldet euch wie immer gerne und schaut euch gerne auch die anderen Videos zu den anderen Menüpunkten hier in der Connect UI an.